Nice. Jo, was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer wunderbaren neuen Diadoskits Online Fun Build. Heute ist tatsächlich mal der Max Resistenzen Tank Bild in dem Sinne. Es ist kein richtiger Tankbild, es ist eigentlich so eine Art PvP-Mischlingsbild, der eigentlich, wie gesagt, eigentlich nur einen Purpose hat, nämlich maximale Resistenzen zu testen. Wie hoch kommen wir und ja, was ist möglich im Game. Das heißt, dieser Bild hat keinen richtigen Purpose. Er könnte zwar als eine abgewandelte Version eines Zerg-Tanks quasi im PvP Flaggenkampf fungieren, allerdings nicht wirklich. Nicht wirklich, es ist einfach nur ein kleiner Testbild. Wir sind hier auf einem Genetic Magicka Dragon Knight, ja. Das heißt, man sieht vielleicht die Skills so ein bisschen angepasst an den Magicka Dragon Knight. Wir haben Heilstab auf der Backbar und vorne Schild und Schwert. Wir haben ja im Endeffekt nur Resistenz-Sets, die unsere Resistenzen in die Höhe treiben. Und ja, das ist das, was ich jetzt geschafft habe hier auf dem PTS an Max-Resistenzen. Man kann noch mehr stacken, ja. Wie das geht, werde ich euch nachher sagen. Allerdings ist das erstmal die Version, die ziemlich hoch stackt. Wir buffen uns erstmal hoch, gönnen uns erhöhte Magiekraft für unseren quote-unquote Magicka Dragon Knight. Buffen unsere Resistenz nach oben, das heißt mit dem Resistenzbuff und auch mit dem Zauberer im Heilstab Skill hier natürlich, der auch unsere Resistenzen hochbufft. Und zudem werden wir natürlich gleich unser Resistenz Potion trinken und schauen jetzt mal einfach rein, was unsere charakteristischen Stats sind. Wir haben 62k Magieresistenz und 64k physische Resistenz. Und wie man sieht, nur mit dem Resistenzbuff hängen wir hier bei 60 und 62 bzw. 63k maximale Resistenzen. Das heißt, wir hängen hier im Endeffekt mit dem normalen Buff schon auf beiden Bars bei über 60k und ungebufft, was verdammt sick ist, 55 und 57k Resistenzen. Das ist crazy. Viele Leute hier denken, sie wären im PvE komplett unsterblich. Nein, das seid ihr nicht. Tatsächlich ist ihre Resistenz Cap bei 33k Magie und physische Resistenz hochgesetzt. Das heißt, alles was darüber ist, gibt euch keinen größeren Schutz. Da die Gegner einfach quasi durch die restliche hochgesteckte Rüstung durchhitten, da es ja sonst im Endeffekt sehr leicht wäre, die Rolle des Tanks zu übernehmen. Dementsprechend denkt nicht, dass das hier der ultimative PvE-Tank-Bild ist, weil er unkillbar ist. Nein, das ist er nicht. Es ist wirklich, wenn überhaupt, nur im PvP eine Möglichkeit, es auszuspielen, um Schadensreduktion auf höchstem Niveau fahren zu lassen. Nebenbei, wir schauen nochmal ganz kurz, erhöhte Magiekraft haben wir natürlich auch in dem Sinne 2228 auf beiden Bars identisch. Wenn wir die Glyph aktivieren, hängen wir tatsächlich bei 2500 Magiekraft, was eigentlich erstaunlich ist dafür, dass dieser Bild in dem Sinne einen ganz anderen Purpose hat. Ihr könnt alle Skills und alle Attributspunkte so verteilen, wie ihr wollt. Ich habe hier jetzt einfach ein bisschen mehr auf Mana gesetzt, da wir so einen Fake Magicka Dragon Knight quasi simulieren wollen. Leben geht natürlich im PvP hoch, je nachdem welche Kampagne ihr nehmt oder ob ihr Battleground spielt. Das ist ganz eure Entscheidung. Mundosstein, erhöhte physische Resistenz, sprich die Fürstin, super duper wichtig für diesen Max-Bild. Des Weiteren Bufffood nur Max Mana und Max Ausdauerfood, da das Leben für meinen Geschmack auch für ein PvP, wenn es gebufft wird, dann in dem Sinne um die 25, 26k hängt. Dementsprechend braucht ihr nicht wirklich großartige Chunks of Health. Ausdauer ist tatsächlich auch sehr gut. Bei der Sache tatsächlich, wie man sieht, 0 Punkte in Ausdauer und trotzdem 17k haben. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Ja, okay, gut. Haben wir das gleich mal vorweg besprochen. Fertigkeiten, ich habe hier genetic-technisch ein paar Fertigkeiten reingetan. Die wichtig ist, werde ich jetzt gleich drauf sprechen. Primär Burning Ember, brennende Glut, einhüllende Flammen, die Peitsche, der Heal und auch der unerbittliche Griff. In dem Sinne standardisierte Magicka Dragon Knight PvP-Skill-Linien, genau in Kombination mit dem Sprung. Das wäre unsere Damage-Bar, wenn man es so nennen möchte im PvP. Allerdings, wie gesagt, genießt diesen Bild mit Vorsicht, da ihr einfach nicht genug Sustain habt. Macht das nicht wirklich Sinn, aber ich habe es einfach so aufgebaut. Die Bar, die wirklich wichtig ist, ist hinten, nämlich unsere Resistenzbuffs. Wir haben einmal einen Heilstab, nicht ohne Grund. Wir haben nämlich Kampfgebet oder auch der andere Morph, je nachdem welchen ihr nutzt. Ermöglicht euch in dem Sinne tatsächlich nochmal ein paar Resistenzen höher zu stacken, in dem Sinne 1320, soweit wir die Ability quasi casten. Das heißt, wir können hiermit noch ein bisschen tankiger werden. Des Weiteren nebendran ebenfalls super wichtig, gehärtete Rüstung, unser maximaler
Resistenzbuff für maximale physische und Magieresistenz. In dem Sinne ebenfalls super wichtig, um die Resistenz natürlich zu stacken. In dem Sinne, wenn ihr sagt, ihr wollt natürlich noch mehr stacken, ja, könnt ihr das selbstverständlich machen. Das heißt, wenn wir jetzt quasi ohne Potion, extra Potion quasi, uns hochstacken, hängen wir hier wie gesagt bei 62 und 58k physischer Resistenz. Wir haben allerdings natürlich ein Potion, nämlich das Potion Essenz der Rüstung, ja, das uns im Endeffekt 47 Sekunden erhöhte physische Resistenz gibt. Man kann auch die Magieresistenz nehmen. Beides, glaube ich, sofern ich weiß, geht nicht. Dementsprechend sucht euch eins aus. Ja, ich habe jetzt einfach die physische Resistenz genommen, da wir ein Magicka Dragon Knight sind und durch die passiven WE erhöhte magische Resistenz bekommen. Das heißt physische Resistenz quasi als Ausgleich beim Trank. Das wird euch halt in dem Sinne noch tankiger machen. Ihr könnt natürlich dazu noch ein bisschen Ausdauer packen, was ihr wollt. Ich habe jetzt einfach nur für den Purpose dieses Builds natürlich das ausgewählt. Kommen wir gleich zu den Sets. In dem Sinne, wir haben Schuppen des Dünenbrechers. Ja? Das heißt, wir haben Max Leben, Heilung und vor allem, das ist der Grund, warum wir es haben wollen. Sobald wir blocken, ist unsere physische und Magieresistenz nochmal um 4300 erhöht. Ja, das kann ich euch leider nicht anzeigen, aus dem simplen Grund, weil wenn ich blocke, ich nicht ins Inventar komme. Allerdings müsst ihr euch einfach vorstellen, wenn ihr blockt, egal ob jetzt mit dem Heilstab oder halt mit dem Schild, eure physischen Resistenzen werden nochmal um 4300 hochgebufft. Und das ist verdammt stark, wenn man sich vorstellt, dass wir im Endeffekt, wenn wir alles quasi laufen haben, in dem Sinne hier bei 62, 64k Resistenzen hängen wir tatsächlich hier plus die 4300 in dem Sinne, ja bei fast 70k bei den Bars und das ist verdammt stark. Das heißt, wir haben hier eine physische Resistenz bei beiden Bars bei fast 68k Resistenzen, was im PvP euch verdammt schwer macht zu killen, denn ich werde ehrlich sein, so viel Resistenz zu stacken, da muss man erstmal ordentlich Damage durchbursten. Also sprich, ihr könntet hier wirklich in einer Art abgewandelte Softcore-Variante eines Circ-Builds machen. Allerdings müsst ihr dafür halt die Skills und so alles ein bisschen, wie soll ich sagen, umbasteln. Aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt der Purpose dieses Builds. Wenn wir nochmal zu den Skills kommen, zu den Sets, in dem Sinne hier, das heißt, wenn wir blocken, sind wir nochmal ein bisschen tankiger, was natürlich Sinn macht. Veränderungen im Endeffekt alles auf verteidigend oder Nirn geschliffen für maximale Resistenzen. Ich habe die Rüstung tatsächlich in dem Sinne, bis auf den Kopf und die Schulter, weil ich sie tatsächlich vergessen hatte, alles auf verstärkt für extra Rüstung quasi ja, getradet. Ihr könnt natürlich alles auf Nirn geschliffen machen für maximale Resistenzen. Das ist ganz eure Entscheidung. Damit werdet ihr zum einen natürlich ein bisschen höher kommen und zum anderen ja natürlich nochmal eine ganz andere physische Resistenzlinie haben, wie dies jetzt hier ist in dem kleinen Showcase-Bild. Wir rennen ein Piece Skelettpiraten und ein Piece Hochwerter, einfach für die Rüstungsbonis, die wir haben. Unser nächstes Set ist tatsächlich ein Craftable Set aus der Stadt der Uhrwerke, Messingpanzer, Max Leben, Rüstung und nochmal ein riesiger Rüstungschunk obendrauf. Super wichtig für die Max Rüstung. Ja, Glyphen, allesamt auf Schützen für extra physische Resistenz. Ich habe jetzt hier aus Spaß alles auf Magiekraft verzaubert, weil wir ja so ein Fake Magicka Dragon Knight sind. Ja, das zum Set. Alternativen zum Vergleich zum Dünenbrecher. Wenn ihr blockt, natürlich seid ihr super tanky, aber es gibt ein Set, das euch tatsächlich nochmal 1200, 1500, ich glaube 1500 Magie und physische Resistenz nochmal erhöht. In dem Sinne, und zwar auch wenn ihr nicht blockt, nämlich das Set Rüstungsmeister. Rüstungsmeister kann vom Dragon Knight tatsächlich geprockt werden und jedes Mal, wenn ihr eine Rüstungsfähigkeit aktiviert, werdet ihr für 10 Sekunden oder für 5, ich glaube für 10 Sekunden tatsächlich, die doppelte Menge an physischer Resistenz quasi bekommen. Das heißt extra 5280 physische und Magieresistenz on top mit dem Set Rüstungsmeister, die euch natürlich für kurze Zeit, also sprich für diese 5 bzw. 10 Sekunden Cooldown, die Wirkdauer, euch natürlich noch mehr physische Resistenz im Endeffekt geben. Allerdings bin ich hier auf dem PTS und wenn wir mal kurz reingucken, ich komme hier nicht in die Kaiserstadt. Die Kaiserstadt ist auf dem PTS geschlossen, es sei denn, man hat das Kaiserstadt-Event. Dementsprechend habe ich leider auf dem PTS nicht die Chance, dieses Set zu craften. Ansonsten ja, hättet ihr damit doch eine Alternative, die euch kurzzeitig noch mehr Resistenzen gibt. Allerdings, Dünenbrecher gibt euch dauerhaft beim Blocken die Resistenzen, dementsprechend hat es keinen Cooldown und macht dementsprechend auch in der Praxis etwas mehr Sinn. Aber für den Max-Resistenz-Pool könnt ihr natürlich Rüstungsmeister rennen. Ganz eure Entscheidung. Trades, in dem Sinne, grün ist komplett wurscht, interessiert niemanden. Das gleiche gilt tatsächlich auch für blau,
Was wichtig ist, ist 100 Punkte in Magieschild für extra Magieresistenz, auch wenn das tatsächlich unsinnig ist, aber trotzdem für den Bild halt. Und natürlich 100 Punkte in Fokus auf schwere Rüstung, ebenfalls um die maximale Resistenz rauszuhauen, wenn wir ins CP spielen. Macht das verdammt viel aus. Ja, ansonsten, was ebenfalls wichtig ist für den Bild, ja, Sohn der Himmel, wir sind Nord, das heißt, wir bekommen Leben, das ist nett, Kälteresistenz ist auch ganz nett, Ausdauer, ja, Ulti-Gain ist auch super. Wir bekommen erhöhte physische und Magieresistenz. Ihr werdet mit keiner Klasse mehr Resistenzen bekommen als mit dem Nord. Das heißt, ihr nehmt Nord für diesen maximalen Bild, egal welches Set ihr jetzt nutzt. Nord ist ein Muss, wenn ihr sagt, ihr wollt Resistenzen maximal stacken. Und in diesem Fun-Bild, ja, habe ich hier mich dann obviously für den Nord entschieden. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das tatsächlich schon. Es ist kein spektakuläres großes Video. Es ist einfach nur ein kleiner Fun-Bild, um zu testen, was so grob möglich ist. Und es ist tatsächlich viel möglich. Und wenn wir das erstmal mit dem Damage-Output vergleichen, sehen wir wieder, dass die defensiven Trades in dem Sinne wieder mal überwiegen. Und wir einfach, ja, eine Tankmeter haben, die ihresgleichen, wie man hier sieht, tatsächlich, ja, ihresgleichen sieht quasi, ihresgleichen sucht. Ist es brutal, wie viel Resistenzen wir stacken können. Auch jetzt immer noch im Dragonlord Update dementsprechend. Ja, hoffe ich, dass Zenimax da einfach ein bisschen mehr in die Richtung geht, Resistenzen ein bisschen runter zu buffen, damit wir nicht so extrem ja, tanky Playstyle haben, wie es aktuell ist, denn ich finde, das macht tatsächlich im PvP kaputt, aber das ist meine Meinung. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bin raus. Ich fand es ganz interessant, diesen Bild mal zu testen. Was heißt zu testen, auszuprobieren, wie hoch kann man stacken. Wie gesagt, im PvE bringt es euch rein gar nichts. Im PvP macht es euch kurze Zeit, solange eure Ressourcen noch da sind, unsterblich. Dementsprechend ja, ist eure Entscheidung, ob ihr so ein Bild tatsächlich mal austesten wollt. Ja, dann würde ich sagen, ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, ciao, ciao. My name is Jeff.